Ich begrüße Sie, euch ganz herzlich hier im Tibetischen Zentrum zu dem Vortrag von Alan Senauke. Ich bin sehr froh, dass Alan Senauke erneut Gast bei uns im Tibetischen Zentrum ist. Er war ja schon bei uns 2011 bei dem Achtsamkeitskongress und letztes Jahr ebenso hier zu einem Vortrag und zu einem Wochenendseminar. Geboren ist er in New York und er ist ein buddhistischer Meister der Tradition des Soto-Zen von Shunryu, Suzuki, Roshi. Er ist stellvertretender Abt im Berkeley Center, welches 1967 von seinem Lehrer Soyoung Mel Weizmann Roshi gegründet wurde. Dort lebt und arbeitet er mit seiner Familie schon seit über 25 Jahren. Und letztes Jahr haben wir kennenlernen dürfen, dass er viel soziales Engagement hat. So ist er Begründer des Projektes Clear View, klares Sehen, wo man sich zur Aufgabe gemacht hat, im Buddhismus begründet Hilfsmittel zu entwickeln, um soziale Abhilfe und Wandel zu ermöglichen. Da gibt es eine eigene Homepage, wo man sich auch informieren kann, was alles für Projekte unterstützt werden. Bisher ging es zum Beispiel um Unterstützung ehemaliger unberührbarer Buddhisten in Indien und auch burmesischer Mönche und Nonnen zu unterstützen beim Bestreben nach mehr Demokratie. Dann war er federführend bei der Buddhist Peace Fellowship 10 Jahre lang und ist dort immer noch aktiv. Weiter ist er Mitglied im Sachverständigenbeirat des Internationalen Netzwerkes engagierter Buddhisten. Ein weiterer Quell in ihm ist ein Musiker. Darum haben wir eine Gitarre aufgetrieben und hoffen auch von ihm noch auf unerwartete Art etwas zu hören. Es geht ja hier im Tibetischen Zentrum in diesem Jahr viel um dieses Jahresthema Einfach leben. Und auch in die Reihe fügt sich Alan Senauke ein mit seinem Vortrag und dem Seminar am Wochenende. Und um dieses Thema, einfach leben und wie komplex kann das auch sein oder was muss man dafür tun, um das dann in dieser immer komplexer werdenden Welt hinzubekommen. Außerdem möchte ich begrüßen und mich bedanken bei unserer ehrwürdigen Jampa Yankee, die die Übersetzung heute Abend machen wird. Und ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange aufhalten, sondern lieber das Mikrofon übergeben. Vielleicht noch abschließend, wenn noch jemand unter Ihnen ist, der überlegt oder kurz entschlossen sich an dem Wochenendseminar hier morgen und übermorgen anschließen möchte, wäre das sehr schön, wenn diejenigen dann einfach nach der Veranstaltung vorne im Foyer auf mich zukommen würden. Dann wünsche ich jetzt einen besonderen Abend. Well, come Alan. Good Abend. I'm very happy to be back here at the Tibetan Center. Ich bin sehr froh, dass ich hier zurück sein kann im Tibetischen Zentrum. And to see all of you here tonight. Und Sie alle hier heute Abend zu sehen. My jet lag just disappears. Mein Jetlag ist jetzt gerade verschwunden. And my mind that was somehow stuck at Heathrow Airport is here in Hamburg. Und mein Geist, der irgendwo in Heathrow am Flughafen festgeklebt ist, der ist jetzt hier in Hamburg. And I'm happy to say that my suitcase, which was also stuck at Heathrow Airport, has arrived. Und ich bin auch sehr froh, dass mein Koffer, der ebenfalls in Heathrow festsaß, jetzt ebenfalls hier ist. So I have everything that I need. So, ich habe jetzt alles, was ich brauche. I'm grateful to Suleika for the introduction. Vielen Dank, Suleika, für die Begrüßung. And to Jampa Yankee for translating. Und für Jampa Yankee für die Übersetzung.
I hope she will do a good job, but I will not know. Ich hoffe, dass sie das alles gut macht. Ich werde es nicht wissen. But I see many of you, you're responding to my English, so some of you know English. Also sie erwidern auf mein Englisch, sie reagieren auf mein Englisch. Also ich gehe mal davon aus, dass sie Englisch können. The subject that I spoke of last year when I was here was engaged Buddhism. Das Thema, über das ich letztes Jahr gesprochen habe, als ich hier war, war engagierter Buddhismus. How to carry our practice into the world to serve people. Wie man unsere Praxis in diese Welt bringen kann, um den Menschen zu helfen, ihnen zu dienen. The subject for this weekend, for tonight and my retreat tomorrow and Sunday, Das Thema des Vortrags heute und für die Klausur morgen und am Sonntag is basically how to lead a simple life. ist im Grunde genommen, wie man ein einfaches Leben führt. So the common point in last year and this year is our life. Also der gemeinsame Punkt vom letzten Jahr und von diesem Jahr ist, wie man ein einfaches Leben lebt. How we practice in the world, Wie wir in dieser Welt praktizieren, which has something to do with how we practice in the meditation hall. das hat etwas damit zu tun, wie wir uns in dem Meditationsraum verhalten, wie wir da praktizieren. But it's easy in the meditation hall. Aber es ist einfach im Meditationsraum. Or actually, it's not easy, but it's easier. Also wirklich ist es nicht eigentlich richtig leicht, aber es ist leichter. To carry our mind forward into the world is challenging. Unseren Geist in diese Welt hinauszutragen, ist eine Herausforderung. So, one of the surprising things to me last year, Eine der überraschenden Dinge letztes Jahr war für mich, at the retreat, we did a certain amount of silent sitting. während der Klausur haben wir einige Zeit einfach nur still gesessen. And what people said was this was unusual for them. Und was mir die Leute damals sagten, war, dass es für sie ungewöhnlich war. Many of them were coming from a Tibetan tradition. Viele von ihnen kamen aus der tibetischen Tradition. Is that true for most of you? Stimmt das jetzt für die meisten? Also, And my own tradition is also a Mahayana tradition, Zen Buddhist. meine Tradition ist auch eine Mahayana-Tradition, der Zen-Buddhismus. And in our tradition, basically we do a lot of silent sitting. In meiner Tradition machen wir hauptsächlich eine Praxis des stillen Sitzens. So what I thought, as I was thinking about this after last year, was how to share that Zen form of sitting with you. Und worüber ich nachgedacht habe nach der Klausur im letzten Jahr, war, wie ich meine Zen-Tradition mit Ihnen teilen kann. And how I think it affects us in our life, in the world, in our families, in our society. Und welche Konsequenzen das für uns hat in unserem Leben, in den Familien, in der Gesellschaft. Because unlike Jambayanki and many of the monastics, I live with my family. Anders als jetzt Jambayanki und die meisten der Ordinierten in der tibetischen Tradition lebe ich mit meiner Familie zusammen. My children grew up living at the center, at the temple. Meine Kinder sind groß geworden und haben im Tempel gelebt. They have their own idea about what Buddhism is. Und sie haben eine eigene Vorstellung davon, was Buddhismus ist. They think it's a lot of talking. Die sagen, das ist ganz viel Reden. A lot of people suffering, a lot of people complaining.
Ganz viele Leute leiden, ganz viele Leute beschweren sich. But that's how they grew up. And they're now, my daughter has graduated from college and is working. Das ist so, die Art, wie sie groß geworden sind. Jetzt hat meine Tochter ihr College beendet, hat ihren Abschluss und arbeitet. And my son is in his second year at university. Und mein Sohn ist im 2. Jahr an der Uni. And my wife and I live at Berkeley Zen Center. Und meine Frau und ich leben im Berkeley Zen-Zentrum. So, the center that I live at was started by my teacher, Sojun Weitzman, and Shunryu Suzuki Roshi. Das Zentrum, in dem ich lebe, wurde von meinem Lehrer Weitzman und Suzuki Roshi gegründet. And what I'd like to emphasize tonight and over the course of the weekend is what I feel to be Suzuki Roshi's teachings. Und was ich bei diesem Vortrag und am Wochenende zeigen möchte, ist das, was ich von Suzukis Lehrreden, von seinen Vorträgen gelernt habe. My teacher was one of Suzuki Roshi's disciples. Mein Lehrer war einer der Schüler von Suzuki Roshi. And you see what I think to be a piece of Suzuki Roshi in each of his disciples. Und was Sie sehen, ist ein Stück von Suzuki Roshi in allen seinen Schülern, das, was er an die weitergegeben hat. And my teacher, Sojun Roshi, is a very ordinary person. Und mein Lehrer Sojun Roshi ist eine ganz normale Person. Very approachable. Man hat einen leichten Zugang zu ihm, man kann einfach mit ihm in Kontakt treten. Friendly. Sehr freundlich. Not so, how shall I say, charismatic. Also nicht so charismatisch, nicht so mit so einer dollen Ausstrahlung. You don't feel like you are, when you're with him, you don't feel like you're with a very holy person. Wenn man mit ihm zusammen ist, hat man nicht das Gefühl, mit einer ganz besonders heiligen Person zusammen zu sein. But you do feel like, oh, I'm with a really ordinary person. Man hat das Gefühl, ich bin mit einer ganz normalen Person zusammen. I felt that when I was here for the Mindfulness Congress. Als ich hier war, hatte ich dieses Gefühl bei dem Achtsamkeitskongress. I was Mikhail Zimmerman asked me to be part of 4 people who were interviewing His Holiness the Dalai Lama. Professor Zimmermann hat mich gebeten, einer der 4 Leute zu sein, die seine Heiligkeit den Dalai Lama interviewt haben. And by coincidence, I was sitting right next to His Holiness. Und ganz zufällig habe ich unmittelbar neben seiner Heiligkeit gesessen. So I was here and he was here. Ja. Just right here. Genau neben mir. And I thought, oh, maybe I should be nervous. Und ich habe gedacht, oh, jetzt sollte ich vielleicht nervös werden. But everything he did made people feel comfortable and at ease. Und alles, was er getan hat, hat dazu geführt, dass die Leute sich wohl gefühlt haben und zur Ruhe gekommen sind. And made you feel, I felt, oh, I'm just myself sitting here. Und ich hatte das Gefühl, oh, ich bin einfach ich selbst und ich sitze hier. And what I realized is this is the way I feel when I'm with my teacher. Und ich habe festgestellt, dass das genau dieselbe Art ist, wie ich mich fühle, wenn ich mit meinem Lehrer zusammen bin. And though I never met Suzuki Roshi, und obwohl ich Suzuki Roshi nie getroffen habe, everyone who talks about him says when they were with him, they felt like they were themselves. Und alle Leute, die mit ihm zusammen waren, haben immer gesagt, sie haben sich dann so
richtig wie sie selber gefühlt. So, an ordinary person allows people to feel themselves ordinary. Und eine ganz normale Person erlaubt allen Leuten, sich ganz normal zu fühlen. That is what I was first attracted to in Zen. Das hat mich erst dem Zen-Buddhismus nahegebracht. When I was in high school, Als ich an der Schule war, I was reading Chinese and Japanese poetry. habe ich chinesische und japanische Gedichte gelesen. And what I felt was these writers, they were just being themselves. Und bei diesen Schriftstellern, bei diesen Dichtern hatte ich das Gefühl, die sind nur einfach sie selber. But there was something about themselves. Aber da war etwas, was besonders an ihnen war. They were expressing in these poems what was something that was mysterious and wonderful about ordinary life. Sie haben in ihren Gedichten etwas ausgedrückt, was mysteriös, fast göttlich war im normalen Leben. And this is what I've come to see in my Zen tradition. Und das ist das, was ich festgestellt habe, ist in meiner Zen-Tradition. And it's not just a question of Zen. Und das ist nicht nur einfach eine Frage des Zen. You see it in the Tibetan tradition, Es gibt es auch in der tibetischen Tradition, in the Theravada tradition. in Theravada. There's something about people who have been practicing a long time. They have a kind of, they may be serious, but they have a lightness. Da ist etwas in Menschen, die für lange Zeit praktiziert haben. Es sind ganz ernsthafte Menschen, aber sie haben so etwas Leichtes in ihrer Persönlichkeit. And just to be very clear, it's not even about Buddhism. Und um das ganz deutlich zu sagen, das ist nicht nur beim Buddhismus. When you see a person who is awake, Wenn man eine Person sieht, die wirklich wach ist, they could be Buddhist, they could be Christian, they could be Muslim, they could be Jewish, they could be Hindu. wenn es eine Person ist, dann kann die Buddhist sein, Jude sein, Hindu sein, Moslem sein, Christ sein. Every religion is a way to become yourself. Jede Religion ist ein Weg, man selber zu werden. So, Suzuki Roshi, I'll talk about Suzuki Roshi tonight and then for the next 2 days. Also heute und die nächsten 2 Tage werde ich über Suzuki Roshi sprechen. And he often talked about the following koan. Und er hat sehr viel über den folgenden Koan gesprochen. Now, a koan, I don't know if you're familiar with the term. Ich weiß nicht, ob Sie einen Koan kennen, ob das irgendwie bekannt ist. Ist das? Ja? So, koan is in the Zen tradition. Koan ist in der Zen-Tradition. And it actually translates, it means public record. Es bedeutet eigentlich öffentliches So it's the record of a ein Protokoll. Ein Protokoll eines Dialoges. Ein öffentliches Protokoll. It's just written down and exchanged between people. Das ist einfach nur ein Gespräch zwischen Personen. And usually that exchange, there's some enlightenment that happens in that exchange. Und da ist etwas Erleuchtendes in diesem Gespräch. So we study these a lot in the Zen tradition. In der Zen-Tradition wird das sehr viel studiert, gelernt. Really, they're just very short stories from the old teachers. Das sind wirklich ganz, ganz kurze Geschichten der alten Lehrer. So Suzuki Roshi talked about, he often referred to this koan, or this story. Er hat sich sehr häufig auf diesen Koan bezogen. So Zen Master Jiaozhou
asked his own teacher, Nanchuan, what is the way? Der Zen-Meister Zhao Zhou fragte seinen eigenen Lehrern Nanchuan, was ist der Weg? Nanchuan replied, ordinary mind is the way. Nanchuan antwortete, ein normaler Geist ist der Weg. Ordinary mind is the way. Ein gewöhnlicher, normaler Geist ist der Weg. This is a very simple sounding response. Das ist eine Antwort, die sehr, sehr einfach klingt. In English, what's the word for ordinary in German? Gewöhnlich, normal. Eigentlich heißt es normal. 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 So, in English it has many different meanings. Also im Englischen hat es ganz viele Bedeutungen. Im Deutsch auch. When you look into it. So the root is from Latin. Die Wurzel kommt aus dem Lateinischen. And it does mean normal. Das heißt nicht normal. It also means regular. Es heißt regulär. Or the correct order of things. Oder die richtige Ordnung der Dinge. And then if you look at regular means in Latin, it's related to the word that means rule. Und regulär heißt vom Lateinischen her, dass es entsprechend einer Regel ist. So, ordinary way sounds very simple. And it sounds like, oh, nothing, don't bother to do anything. Also gewöhnlicher, normaler Weg heißt eigentlich, okay, muss man sich nicht weiter darum kümmern, das ist halt ganz normal. But that's not really it. Aber das ist es leider nicht so ganz genau. Soon after I met my wife, we had a visit from a Chinese Zen teacher at our center. Kurz nachdem ich meine Frau getroffen habe, habe ich einen chinesischen Zen-Lehrer in unserem Zentrum getroffen. I don't know if you know of him. His name was Master Sheng Yan, and he came from China. Sein Name war, ich weiß nicht, ob der jetzt hier bekannt ist, Meister Chen Yan aus China. And he had many centers in Taiwan. Er hat sehr viele Zentren auf Taiwan. He's passed away now. Inzwischen ist er verstorben. So my wife asked him this very, what can I say? Almost a cliché Zen question. Meine Frau hat ihn eine klischeehafte Zen-Frage gestellt. It was an event like this, and we had question and answer at the end. Das war so eine Veranstaltung wie hier und wir hatten am Ende Fragen und Antworten. She said, "What's the most important thing?" Sie fragte, was ist die wichtigste Sache? And he said immediately, regulate your life. Und er sagte sofort, ordne dein Leben. So that's a very nice answer. Das ist eine sehr nette Antwort. And I've been thinking about it for 25 years. Und ich habe die nächsten 25 Jahre darüber nachgedacht. And I've been failing to do it for 25 years. Und ich habe es 25 Jahre nicht geschafft. What does that mean to regulate your life? Was heißt es, das eigene Leben regeln? To make it simple. Es einfach machen. So instead of, our lives have these waves. Statt dass es diese Wellen rauf und runter im Leben gibt. They go sometimes very high up, very far down. Ganz hoch nach oben, ganz weit nach unten. So regulate means kind of make it a more gentle action. Und regulieren heißt es ein bisschen eine freundlichere, eine sanftere. Which is hard. Und das ist ziemlich anstrengend. And not only is it hard, but sometimes we don't want to do that.
Das ist sehr hart, sehr anstrengend, aber manchmal wollen wir das gar nicht. Because we feel if we don't have this drama, the real highs and the real lows, then I'm not really alive. Weil wir das Gefühl haben, wenn wir nicht dieses Drama erleben, dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, dann ist es eigentlich kein richtiges Leben. Or I'm not really myself. Oder ich bin nicht wirklich ich selber. So sometimes I might have some resistance to regulating my life. Manchmal habe ich Widerstände, mein Leben zu regeln. But I think that's part of what it means to live a simple life. Ich glaube, das ist Teil davon, zu lernen, ein einfaches Leben zu führen. And it's also really hard because of the nature of life itself. Und es ist auch sehr schwierig wegen der Natur des Lebens selber. We were talking, do you know the word entropy? Entropie. Kennen Sie das? I have no idea what it is in German. Entropie. Entropy. Okay. It's Greek. I looked it up. You looked it up? I looked it up in my computer. What did it say? It says it's entropy. Comes from Greek. So in you should excuse me, there probably are some scientists here. Also müssen Sie entschuldigen, vielleicht sind hier ein paar Wissenschaftler. But the way I'm using it, and the way I understand, is that entropy refers to a natural phenomenon. Also wie ich es verstehe, ist, dass Entropie ein ganz natürliches Phänomen ist. And that within a natural system, In einem natürlichen System, just as things progress, things move in time, wie Dinge sich in der Zeit bewegen, wie sie sich fortentwickeln and in space as well. und im Raum genauso. Any system that is in order has a kind of orderliness to it. Jedes System, das eine Ordnung in irgendeiner Form hat, Over time, it's going to become more disorderly. wird es im Lauf der Zeit immer unordentlicher, immer weniger strukturiert. There'll be more chaos or more change in the system. Es gibt mehr Chaos und mehr Veränderung in dem System, Which is in line with what we know from the Buddha's teachings. Das ist das, was in einer Richtung ist bei den buddhistischen Belehrungen. It's one of the three marks of existence. Das ist eines der 3 Merkmale der Existenz. Everything is impermanent. Alles ist unbeständig. Everything changes. Alles verändert sich. Things fall apart. Dinge vergehen. But there's another side to this. Aber es gibt eine andere Seite. I talked about my wife, Lori, and now another story about her. Ich habe über meine Frau Lori gesprochen und jetzt möchte ich eine andere Geschichte erzählen. Not so long after we were married, she said this, which always stuck in my mind. Kurz nachdem wir geheiratet haben, hat sie etwas erzählt, was immer noch was ich bis jetzt nicht vergessen habe. We were talking about meditation. Wir haben über Meditation gesprochen. And she said, well, my meditation is just as messy as it always was. Meine Meditation ist genauso schlecht, wie sie immer war. You know, it's like your mind goes here, your mind goes there, you know. Der Geist Not so neat. Der Geist geht nach hier, der Geist geht nach da, ist nicht so klar, nicht so. Said, but my life has gotten simpler. Aber mein Leben ist einfacher geworden. And I noticed that when she said it.
Und ich habe festgestellt, dass das, was sie gesagt hat, And I also have found that to be true. und ich habe herausgefunden, dass das wahr ist. I'm not a very good meditator, Ich bin kein sehr guter Meditierender, but I've noticed that if I really have faith and commit myself to meditation, aber wenn ich wirklich Vertrauen in Meditation habe und das tatsächlich mache, then my life works better. dann funktioniert mein Leben besser. And that's also a mysterious process. Das ist genauso ein mysteriöser Prozess, eine mysteriöse Entwicklung. So to turn towards Suzuki Roshi Um zu Suzuki Roshi zurückzukommen and to turn towards this question of ordinary mind. und zu dieser Frage des normalen Geistes, If ordinary mind is the way, wenn der normale Geist der Weg ist, then how do we bring that forward? wie können wir das entwickeln? Wie können wir das hervorbringen? So I'd like to just outline for you what I think to be Shunryu Suzuki's, some of his basic teachings. Ich möchte jetzt einfach mal für Sie die grundsätzlichen Belehrungen von Suzuki Roshi vortragen, erklären. And I think this is what we will be doing over the course of the weekend. Das ist das, was wir an dem Wochenende tun werden. Looking at these principles in some teachings of his from a book of his. Uns diese Belehrungen von ihm in einem seiner Bücher genauer ansehen. In English, the book is called Not Always So. Auf Englisch Not Always So. In German, is it Silk and Steel? Seid wie reine Seide, scharfer Stahl. Is that right? Ja. Yeah. And I think there's probably still room in the workshop if you're inspired. Also ich glaube, da ist immer noch Raum, Zeit in dem Workshop, wenn da irgendjemand interessiert ist. Also wenn jemand teilnehmen möchte. The most important thing in Suzuki Roshi's teaching and in my own teacher's teachings is Das Wichtigste in Suzuki Roshis Belehrungen und auch in den Belehrungen meines Lehrers ist, the most important thing is just daily sitting. Das Wichtigste ist wirklich das tägliche Sitzen. And I'll talk more about what this sitting is. Und ich werde mehr darüber sprechen, was dieses Sitzen ist. But for one thing, he really emphasized coming to the meditation hall and sitting together every day. Und er hat wirklich betont, dass es wichtig ist, jeden Tag in die Meditationshalle zu kommen und zusammen zu sitzen. Or as many days as you can. Oder so häufig, wie man kann. The second thing that he emphasized, which some of you may have heard, Das Zweite, was er betont und was Sie vielleicht gehört haben, was what he called beginner's mind. Was er Anfängergeist nennt. And that was part of the title of his famous book, Zen Mind, Beginner's Mind. Das war Teil seines Titels, des Titels seines bekannten Buches Anfängergeist, Zen-Geist. In Japanese, the word is Soshin. Auf Japanisch ist das Soshin. But that's not important. It's beginner's mind. Also das heißt einfach Anfängergeist. Das japanische Wort ist nicht so wichtig. And what he said was, in the beginner's mind, there are many possibilities. Was er sagte, ist im Geist eines Anfängers gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. And in the expert's mind, there are few. Und im Geist eines Experten sind sehr wenige. The expert thinks that he or she knows what
they're doing. Experten denken, dass er oder sie weiß, was er oder sie tut. Do we have any experts here? Haben wir hier Experten? The beginner who walks in knows, I don't know what's going on. Ein Beginner, ein Anfänger, der sagt, ich weiß gar nicht, was hier passiert. I don't know where to sit. Ich weiß nicht, wo ich mich hinsetzen soll. I don't know when to bow. Ich weiß nicht, wann ich mich verbeugen soll. I don't know how to sit. Ich weiß nicht, wie ich sitzen soll. What to do with my mind. Was ich mit meinem Geist tun soll. It's all open. Alles ist offen, frei. So that was, again, we'll talk more about that, but that was what he emphasized. Das ist das, was er betonte, und darüber werden wir noch mehr sprechen. He also emphasized having a warm and flexible mind. Er betont auch, dass es wichtig ist, einen warmen und beweglichen Geist zu haben. So Zen isn't about Zen ist nicht darüber, böse zu gucken und zu sitzen. it's about having a warm heart, Es geht darum, ein warmes Herz zu haben, ein mitfühlendes Herz, a warm belly, einen warmen Bauch and being able to be flexible. To me, I think like das heißt, a tree. das heißt flexibel sein, beweglich sein, wie ein Baum. You know, a living tree, when the wind comes, bends. Ein lebender Baum, der bewegt sich, der beugt sich, wenn der Wind kommt. And then it goes, when the wind lets off, it goes back to the center. Und wenn der Wind weg ist, dann richtet der Baum sich wieder auf. The wind comes from the other direction, it bends that way. Der Wind kommt aus der anderen Richtung, er beugt sich in die andere Richtung. If it stayed like this, Und wenn er so steif da sitzt, oder da steht, dong. so to be warm and alive and flexible. Man soll warm sein, lebendig und flexibel, beweglich. And from what I hear, that is how people experienced him. Und nach dem, was ich gehört habe, ist das die Art, wie Leute ihn erlebt haben. There's strength in that. There's strength in flexibility. Er war einfach Being flexible is strong. straight. Ja, er hat gesagt, es ist wichtig, um flexibel zu sein. Das macht einen stark. A tall building has to be able to bend a little. Ein großes Gebäude muss sich ein bisschen bewegen können, muss dem Wind nachgeben können. And one of the things that I really see when I encounter people who've been practicing in the Tibetan tradition a long time, Wenn ich Leute sehe, die lange in der tibetischen Tradition praktizieren, they are warm and flexible, dann sind sie warmherzig und flexibel. and they're strong. Und sie sind stark. So, related to that is a quality that Suzuki Roshi talked about a lot. Und das sind Qualitäten, die damit im Zusammenhang stehen, über die Suzuki Roshi sehr viel gesprochen hat. It was a quality, in English it's called composure. Auf Englisch heißt es Composure. Moment, das heißt What is it in Gelassenheit. German? Gelassenheit. So it just means to be collected, to be comfortable in yourself. Das heißt, dass man in sich selbst gesammelt ist, dass man sich wohlfühlt in seiner eigenen Haut, dass man ruhig ist. To not be pushed around by things. Sich nicht so hin und her treiben lässt, jagen lässt von den Dingen. So if someone comes at you with a strong emotion, Wenn jemand zu Ihnen kommt mit einem ganz, ganz starken Gefühl, you know where your feet are. dann wissen Sie, wo Sie stehen, wo Ihre Füße sind. This is a quality my teacher emphasizes a lot. Das ist eine Qualität, die mein Lehrer sehr, sehr betont hat. And it's something that I've been trying to learn. Und das ist etwas, was ich versucht habe zu lernen.
Because as you are in the world, lots of things come towards you. Denn wenn man in der Welt ist, dann kommen sehr viele Dinge auf einen zu. And if we don't have composure, Und wenn wir nicht gelassen sind, then we tend to react. dann neigen wir dazu, einfach zu reagieren. And when we react, we suffer. Und wenn wir nur reagieren, dann leiden wir. There's a teacher, an American teacher that I know who was trained in the Tibetan tradition. Ich kenne einen amerikanischen Lehrer, der aus der tibetischen Tradition kommt. His name is Ken MacLeod. Der heißt Ken MacLeod. And he rewrote for Western people the Four Noble Truths. Er hat die 4 Wahrheiten, die 4 edlen Wahrheiten für westliche Lehrer neu gefasst, überarbeitet. So the first noble truth is the truth of suffering. Die erste Wahrheit ist die Wahrheit des Leidens. And the second noble truth is usually what we call the cause of suffering. Die zweite ist, was wir normalerweise den Grund des Leidens nennen. And that's often said to be craving or desire. Und das wird häufig als Gier oder als Wünsche, als Verlangen bezeichnet. Or clinging. Oder Festhalten. And what he wrote, which always seemed to me very accurate. Und was er geschrieben hat, was ich sehr genau fand, is that the cause of suffering is emotional reactivity. sagte, der Grund für Leiden ist eine gefühlsmäßige Reaktion. I don't think that covers everything that the Buddha said about Ich suffering. glaube nicht, dass das alles einschließt, was Buddha über Leiden gesagt hat, But it covers about 90% of it. aber schätzungsweise 90%. So, someone is upset with you or angry at you, Jemand ist wütend auf sie oder erregt oder and they come to you and show it. sie kommen und zeigen das deutlich. Can you listen to them without getting angry or defensive yourself? Können Sie ihm zuhören, ohne wütend oder in Abwehr zu gehen, in Verteidigungshaltung zu gehen? Can you stand on your own 2 feet? Können Sie auf Ihren eigenen 2 Beinen stehen? That's composure. Das ist Gelassenheit. And the last point that Suzuki, Roshi in his own language, he said, he was always saying, don't be stuck on anything. Er sagte immer, lass dich von nichts festhalten, hänge an nichts fest. So whatever idea I have about how things are, Und welche Idee ich auch immer darüber habe, wie die Dinge sein sollten or how you are, oder wie sie sein sollten, not to be stuck on that idea. nicht an dieser Idee festhalten, kleben. It's almost like the last point of composure turned inside out. Das ist genauso wie Gelassenheit umgedreht. And it also means don't come to a situation with an idea already formed about how it is. Und nie in eine Situation hineingehen mit einer genauen Vorstellung, wie das eigentlich sein sollte. I was thinking about this yesterday, and I was remembering something from Thich Nhat Hanh. Da habe ich gestern drüber nachgedacht und habe an etwas von Thich Nhat Hanh gedacht. In his order of interbeing, there are 14 precepts. In seinem Orden des Interseins gibt es 4 Regeln. And the first precept, which I'll read to you, is this. Die erste Regel ist, Aware of the suffering created by fanaticism and intolerance. man soll sich bewusst sein
des Leidens, das von Fanatismus und Intoleranz geschaffen wird. We are determined not to be, I'm going to simplify, not to be bound to any doctrine, theory or ideology. Sind wir entschlossen, nicht an einer Ideologie oder an einer Doktrin zu hängen oder einer felsenfesten, feststehenden Überzeugung. Even Buddhist ones, he says. Sogar buddhistische. Buddhist teachings help us to look deeply and to develop our understanding and compassion. Buddhistische Belehrungen sollen uns helfen, die Hintergründe zu sehen und verstehen und Mitgefühl zu entwickeln. They are not doctrines to fight, kill or die for. Es sind keine Doktrinen, keine Grundsätze, für die man leben, kämpfen, töten oder sterben sollte. This is extending Suzuki Roshi's idea of not being stuck on anything. Das ist eine Weiterentwicklung der Idee von Suzuki, an etwas festzuhalten, in etwas verhaftet zu sein. In other words, I could simplify this if you like. Das ist nochmal einfacher ausgedrückt. Into a bumper sticker. Wie so ein Aufkleber, so ein Autoaufkleber. Do you have those in Germany? Ja, aber I have a bumper sticker on my car. Ich habe auch einen Aufkleber auf dem Auto. Which is probably my most important belief. Das meine größte Überzeugung ist. And everyone driving behind me can see it. Und jeder, der hinter mir fährt, kann es sehen. It says, don't believe everything you think. Da steht, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. That, to me, is at the heart of the Buddhist teachings. Das ist für mich der Kern der buddhistischen Belehrungen. It doesn't mean you don't pay attention to it. Das heißt nicht, dass Sie nicht darauf achten sollen. But if you hold it as a belief, aber wenn Sie es festhalten wie einen Glaubenssatz, then sooner or later you're going to want to fight for it. Und früher oder später kämpfen Sie dann dafür. And you better know whether you want to fight for it or not. Ja, und das... Maybe not. Man weiß nicht, ob man dafür kämpfen soll oder nicht und vielleicht nicht. Und maybe I have a belief and maybe you have a better belief or a more accurate belief. You think so? Es kann sein, dass ich eine Überzeugung, einen Glaubenssatz habe und Sie einen haben und meiner ist gut und Ihrer ist vielleicht besser. So there was one more point I didn't see it here. Da gibt es noch einen Punkt, den ich da nicht gesagt habe. The last thing, and this is related to the one before. Der letzte Punkt und der hängt mit dem letzten zusammen. Suzuki Roshi taught, don't have expectations. Suzuki Roshi sagte, hab keine Erwartungen. Not even of enlightenment. Nicht mal in Bezug auf Erleuchtung. When someone asked Suzuki Roshi about enlightenment, he said, "You may not like it." Als Suzuki Roshi mal nach Erleuchtung gefragt hat, sagte jemand, es könnte sein, dass Ihnen das dann nicht gefällt. It's our expectations that cause us the most suffering. Es sind unsere Erwartungen, die zu unserem größten Leiden führen. So if our effort is to simplify our life, wenn unser Wunsch ist, unser Verlangen ist, unser Leben zu vereinfachen, can we set aside our expectations? Müssen wir unsere Erwartungen zur Seite stellen. Which is not exactly the same as setting aside goals. Das heißt nicht dasselbe wie Ziele zu vernachlässigen. We may feel, I would like to see something happen. Es kann sein, dass wir denken, ich möchte, dass etwas Bestimmtes passiert. I heard one of my teachers a couple of weeks ago, Roshi Bernie Glassman. Ich habe etwas von meinem Lehrer
Roshi Pani Glassmann gehört vor einigen Wochen. He said the same thing. He said, our expectations get us into trouble. Er sagte dasselbe, unsere Erwartungen führen zu Ärger für uns. But goals are sort of our aspiration, our hope. Aber Ziele sind unsere Hoffnung, unser Antrieb. Let me correct that. Not actually our hope, but what we wish for everyone. Nicht genau unsere Hoffnung, aber das, was wir für alle Leute wünschen. So, some years ago, Bernie had a vision that he wanted to. His goal was nobody would be hungry in the world. Vor einiger Zeit hatte Bernie eine Vision, einen Wunsch, dass niemand auf der Welt hungern soll. That's a goal. Das ist ein Ziel. It was not an expectation. Es war keine Erwartung. It's just like it's the Bodhisattva vow. Es ist so genauso wie das Bodhisattva-Gelübde. I don't know. In my tradition, it's probably the same. Beings are numberless. I vow to save them. In meiner Tradition heißt es gibt unendlich viele Lebewesen und ich will sie retten. Ich verpflichte mich, sie zu retten. And it goes on. Beings are numberless. I vow to save them. Delusions are inexhaustible. I vow to end them. Delusions. Illusionen sind ebenfalls inexhaustible. Unendlos, unerschöpflich und ich werde sie beseitigen. So, just to say, if you look at those Bodhisattva vows, each one of them has a contradiction in the middle of it. Wenn man an diese Bodhisattva-Gelübde denkt, dann sind da drin immer irgendwie Gegensätze. So, beings are numberless. Es gibt unendlich viele Wesen. So how could you possibly save them all? Also wie kann man die um Himmels Willen alle retten? If delusions are endless, how could you possibly end them? Wenn die Illusionen endlos sind, wie kann man sie beenden? So that's a goal without an expectation. Das ist ein Ziel ohne Erwartung. But we make our effort in the direction of the goal. Aber wir bemühen uns in Richtung dieses Ziels. So, that's the list. Das ist die Liste. To go back to the beginning of the list and to go back to the question, how to simplify my life. Und um zurückzukommen an den Anfang der Liste und die Frage, wie ich mein Leben vereinfachen kann. The first point on this list includes all of the others. Der erste Punkt in dieser Liste beinhaltet alle anderen Punkte. It is simply the practice of sitting down. Das ist ganz einfach die Praxis des sich hinsetzen. In Japanese, the word is shikantaza. Auf Japanisch Shikantaza. And it's a word that describes our practice. Das ist ein Wort, was unsere Praxis beschreibt. Suzuki Roshi often talked about it. Suzuki Roshi hat sehr häufig darüber gesprochen. And the practice itself is ancient or timeless. Die Praxis selbst ist uralt bzw. zeitlos. But it became the feature or the main emphasis of the Zen practice that I do. Das ist der Hauptpunkt der Zen-Praxis, die ich mache. We translate it basically, we usually translate it as just sitting. Normalerweise übersetzen wir es mit einfach sitzen. And it means but the practice, the practice is very simple. Die Praxis ist ganz einfach. Sitting in silence. Sitzen in Stille. And
noticing everything that comes up in your mind and body. Alles registrieren, feststellen, was im eigenen Körper und im eigenen Geist passiert, auftritt. So, if you're sitting, wenn Sie sitzen, you may have a thought about lunch. Dann kann es sein, dass Sie ans Essen denken. You notice it and you just let it go. Einfach feststellen und gehen lassen. That's the important part, is letting go. Das Wichtige ist, es gehen lassen. And then returning. Und dann wieder zurück. So, if I'm thinking about lunch, wenn ich ans Essen gedacht habe, ans Mittagessen gedacht habe, I don't start planning it. Dann fange ich nicht an, alles zu planen. I don't start thinking about bread and cheese and soup and salad and a glass of wine. Dann denke ich nicht an Brot und Käse und Suppe und ein Glas Wein. I just think, oh, lunch. Ich denke einfach nur, okay, Mittagessen. And let it go. Und lass es gehen. And then I return to my breath and my posture. Und dann gehe ich zurück zu meinem Atem und zu meiner Position, in der ich sitze. And then something else will come up. Und dann kommt was anderes. Something will always come up. Es kommt immer irgendwas. Es tritt immer irgendwas. As long as you're alive. Solange wie Sie leben. You'll know when you're dead because nothing will come up. Okay. Dass Sie tot sind, merken Sie daran, dass nichts mehr passiert. That's not the object of meditation. Das ist nicht das Meditationsobjekt. But sometimes we think that's the object. Aber manchmal denken wir, dass das Meditationsobjekt ist. We think the object is to make our minds blank. Wir denken, das Objekt unserer Meditation ist, den Geist leer zu machen. Can't do it. Das kann man nicht. So, in shikantaza, or in just sitting, we allow thoughts to come up and flow through. In Shikantase oder einfach sitzen erlauben wir Gedanken zu kommen und durch uns hindurch zu gehen. Zu gehen. We try not to judge them. Wir bemühen uns, sie nicht zu beurteilen. And if a judgment arises, we try not to judge the judgment. Sollte doch eine Beurteilung auftreten. Und wir sitzen nicht und meditieren, dass wir nicht meditieren können. And we also try, as Suzuki Roshi said, not to get stuck on anything. Und wie Suzuki Roshi sagt, wir bemühen uns nicht an irgendetwas anzuklammern, in irgendetwas verhaftet zu bleiben. So we don't get stuck on lunch, or we don't get stuck on the fact that your legs may be sore. Wir versuchen nicht nur über das Essen nachzudenken und darüber, dass uns die Beine wehtun. We notice the pain that we're having. Wir stellen fest, dass wir Schmerzen haben. And we try to settle back into our breathing and our posture. Und wir bemühen uns, zu unserem Atem und unserer Haltung zurückzukehren. So that we meet our pain, to get to another one of these points, we meet our pain with composure. Wir treffen auf unseren Schmerz mit Gelassenheit. So it doesn't push us out of our seat. Dass es uns nicht umhaut. Sometimes the physical pain can be a lot. Manchmal kann der physische Schmerz sehr groß sein. What I've noticed in my practice is I can have two kinds of pain. Was ich während meiner Praxis festgestellt habe, dass ich zwei Arten von Schmerz habe. One is physical pain. Eins ist physischer Schmerz. The other is mental or emotional pain. Das andere ist geistiger oder emotionaler Schmerz. If I had to choose, wenn ich wählen könnte, I choose a physical pain. Dann würde ich den körperlichen Schmerz wählen. Up to a point, it's easier to deal with. Bis zu einem gewissen Punkt kommt man damit leichter zurecht. And some kinds of pain you can't deal with. Und mit mancher Art des Schmerzes kann man nicht leben. So it's important when we talk about this not being stuck on anything.
Es ist wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass nicht in etwas verhaftet zu sein. I'm not saying you should ignore your pain always. Sage ich nicht, dass Sie Ihren Schmerz immer ignorieren sollten. Sometimes actually you need to turn towards it. Manchmal müssen Sie sich darum kümmern. Sometimes you really have to pay attention to it. Manchmal müssen Sie dem wirklich Aufmerksamkeit schenken. You are standing on your own 2 feet. Sie stehen auf Ihren eigenen 2 Beinen. No teacher is telling you what to do. Kein Lehrer sagt Ihnen, was Sie tun sollen. In order to simplify our life, we have to realize it's our life. Um unser Leben zu vereinfachen, müssen wir feststellen, dass es unser Leben ist. It's dependent upon many people. Es ist von vielen Menschen abhängig, But I have to make the decision. aber ich muss die Entscheidungen treffen. So just sitting means to take responsibility for yourself. Einfach sitzen heißt Verantwortung für sich selber übernehmen. One thing, a saying of Suzuki Roshi's that I like a lot is this. Und dann gibt es ein Zitat von Suzuki Roshi, das ich sehr gerne mag. When you are you, Zen is Zen. Wenn du bist, dann ist Zen Zen. So, in order to practice Zen or in order to practice Buddhism, you need to know who you are and be that person. Um Zen zu praktizieren und Buddhismus zu praktizieren, müssen Sie wissen, wer Sie sind und Sie müssen Sie selber sein. But that person, you want that person to be flexible. Aber diese Person muss flexibel sein. Not to be saying, this is me. Niemand, der sagt, also das bin jetzt ich. Or we have an expression in English, I don't know if you have anything like this in terms of, this is my truth. Das ist meine Wahrheit. Whenever I hear that, the red flag goes up for me. It's like, oh, we're in trouble here. Immer wenn ich das höre, dann gehen bei mir irgendwelche Alarmglocken an und ich stelle fest, dass wir jetzt ein Problem haben. I want to leave some time for discussion. Ich möchte ein bisschen Zeit für Diskussion lassen. But I want to leave you with one more point. Aber ich möchte noch einen Punkt sagen. Something I've been thinking about from Suzuki Roshi's teaching. Etwas, an das ich denke von Suzuki Roshis Belehrung. One of his really main teachings was to face the problems that we have. Eins seiner Hauptbelehrungen war, dass wir uns dem Problem stellen, die wir haben. That is, our practice is just to face the problem that I have. Die Praxis ist, die Probleme anzuerkennen, die ich habe. If I'm sitting in meditation, Wenn there can be one problem after another. Wenn ich in der Meditation sitze, dann kann ich ein Problem nach dem anderen haben. Those problems are pretty small, fortunately, in Glück- meditation. Glücklicherweise sind die Probleme in der Meditation klein. Oh, my legs are tired. I want to move my legs. Meine Beine sind müde, ich möchte meine Beine bewegen. Or, when is this period of meditation going to be over? Wann ist diese Meditationszeit vorbei? When are they going to ring the bell? Wann klingelt endlich das Glöckchen? Oh, I bet that person forgot Ich to ring the denke, bell. ich wette, der hat vergessen zu klingeln. These are very small problems. Das sind ganz kleine Probleme. But this is our training, is to deal with the problem that we have. Aber das ist unsere Übung, dass wir die Probleme behandeln, uns den Problemen stellen, die wir haben. Because if you can't deal with small problems like that, how are you going to deal with things that are really big? Und wenn Sie mit diesen kleinen Problemen nicht fertig werden können, wie wollen Sie mit großen Problemen fertig werden? So the meditation hall is sort of like a laboratory. Und der Meditationsraum ist so eine Art Labor. It's kind of safe, it's quiet, it's not usually not too crazy. Es ist ruhig,
Es ist sicher und es ist nicht allzu verrückt. And so we can learn to take care of ourselves in that situation. Wir können lernen, in dieser Situation auf uns selber aufzupassen. We can learn to know how to deal with our problem moment by moment. Wir können lernen, mit unseren Problemen von Moment zu Moment umzugehen. Suzuki Roshi said, this is a quotation, Und jetzt kommt ein Zitat von Suzuki Roshi, which really makes me think. das mich immer zum Denken bringt. He said, the problem you have now is the problem you will always have. Er sagt, das Problem, das Sie jetzt haben, ist das Problem, was Sie immer haben werden. So your problem is different than her problem, is different than her problem, is different than my problem. Und Ihr Problem und mein Problem sind alle anders. The problem you have is the problem now, is the problem you will always have. Das Problem, das Sie jetzt haben, ist das Problem, das Sie immer haben werden. For me, I find that's true in one way or the other. Auf die eine Art oder Weise ist das für mich immer richtig. So I've been practicing for a long time, Ich praktiziere jetzt sehr lange Zeit. and I'm better able to deal with my problem. Und ich bin eher in der Lage, mit meinen Problemen umzugehen. But if anything, it seems to get purer and purer. Aber wenn etwas immer klarer wird, In certain ways, harder, clearer. in gewisser Weise härter, So Suzuki Roshi then goes on to say, you should be grateful for the problem you have. dann macht Suzuki Roshi weiter und sagt, Sie sollen dankbar sein für das Problem, das Sie haben. Because when you change your problem, it may even be worse. Es könnte sein, wenn Sie Ihr Problem verändern, dass es dann schlimmer wird. And I think that probably some of us in this room know that that's true. Und ich glaube, einige von uns wissen, dass das wahr ist. He said, your problem is your treasure. Er sagt, Ihr Problem ist Ihr Schatz. If you didn't have a problem, you couldn't practice. Wenn Sie kein Problem haben, dann können Sie nicht praktizieren. This is what the Buddha had when he began to practice. Das ist das, was Buddha hatte, als er anfing zu praktizieren. He had his health, he had a palace, Er hatte seine Gesundheit, er war gesund, er hatte einen Palast, he had a beautiful wife and a new son, er hatte eine hübsche Frau, einen kleinen Sohn and lots of dancing girls. und einen Haufen Tänzerinnen. And that didn't work for him. Und das hat für ihn nicht funktioniert. There was something else that he knew he needed to find. Er wusste, da gab es etwas anderes, das er finden wollte. So he didn't get rid of his problem. Er wurde sein Problem nicht los. He dived right into it. He plunged into it. Er tauchte richtig hinein. And that was his practice. Und das war seine Praxis. That's our practice if we want to simplify our life. Und das ist unsere Praxis, wenn wir unser Leben vereinfachen wollen. In order to simplify your life, you need to know what my problem is. Um ihr Leben zu vereinfachen, müssen sie wissen, welches ihr Problem ist. It's not a matter of whether it's a good problem, a bad problem, whether I'm right or I'm wrong. It's just knowing where you're likely to be caught. Es geht nicht darum, ob es ein gutes oder ein schlechtes Problem ist, ob es richtig oder ob es falsch ist. Es geht einfach darum, herauszufinden, was einen berührt, was einen beschäftigt. I cannot get free by ignoring that. Ich kann nicht dadurch befreit werden, dass ich es ignoriere. So, how can I settle into my problem as I'm sitting and as I'm going through my life? Wie kann ich
mich in meinem Problem anfreunden, mich damit auseinandersetzen, während ich meditiere und während ich lebe. Everything that Suzuki Roshi taught was about this. Alles, was Suzuki Roshi lehrte, war darüber. And his method was that that our freedom comes in the midst of our sitting. Und seine Botschaft war, dass unsere Freiheit kommt durch das Sitzen. And the mind of sitting can extend into our whole life. Und der Geist des Sitzens kann Auswirkungen auf unser gesamtes Leben haben. All we have to do is do it. Alles, was wir tun müssen, ist es zu tun. So I think that's where I will stop. I want to leave some time for questions and also a song that summarizes everything at the end. Jetzt möchte ich ein bisschen Zeit für Fragen lassen und für ein Lied, das es am Ende alles zusammenfasst. Do you have a question or a comment? Fragen oder Kommentare? Yes. Wenn man ein Problem hat und damit nicht weiterkommt und immer wieder sich gleich zeigt, was halten Sie von Zufällen? Man kann ja so lange warten, bis irgendwas passiert und dann sieht die Welt wieder anders aus. Also wenn Sie ein Problem haben und es kommt immer wieder und Sie warten einfach ab, bis sich das zufällig löst. Ja, nicht, dass es sich löst, aber es einfach die Konstellation ändert. Dass sich die Situation ändert. If you have a problem and it comes up over and over again, maybe it's just coincidence and you wait until the situation changes and you can better adjust to it. That's possible. Das ist möglich. And your problem, it might also be giving you some information. Ihr Problem kann Ihnen auch einige Informationen geben. And if you can be patient Wenn Sie geduldig sind and not try to push it away, und nicht versuchen, es zur Seite zu schieben, then you might be able to see something new. kann es sein, dass Sie etwas Neues herausfinden. So this is my advice to myself and also to other people who are really feeling the problem really strongly. Das ist mein Ratschlag an mich selber und auch an alle Leute, die dieses Problem sehr stark fühlen. It's a very Zen Buddhist instruction. Das ist eine sehr zen-buddhistische Don't move. nicht bewegen. But Aber that means there's a modifying word that I would add, da gibt's noch ein Wort, das etwas verändert, was ich dazu fügen möchte. which is now. Das heißt jetzt. There will be a time to move. Es wird eine Zeit kommen, wo Sie sich bewegen sollen. So if my legs hurt in meditation, Wenn meine Beine während der Meditation schmerzen, the temptation is so great to move. die Versuchung ist so groß, sich zu bewegen. So I move my legs, Dann bewege ich meine Beine and for a few minutes I have some relief. und für einige Minuten habe ich einige Erleichterung. And it happens all the time. In a few minutes, the pain will come back differently. Und es passiert immer wieder und nach ein paar Minuten kommt der Schmerz ein bisschen anders zurück. So as long as I'm not injuring myself, that's important. Also solange wie ich mich nicht verletze, und das ist ganz wichtig, If I can find a way to settle into the pain and not move, wenn ich eine Möglichkeit finde, in dieser Bewegung in diesem Schmerz zu bleiben, then sometimes that pain melts away. dann vergeht manchmal der Schmerz. So there will be a time to move. Es wird eine Zeit geben, sich zu bewegen. And again,
this is where we are standing on our own feet. We have to determine that. Und da stehen wir wieder auf unseren eigenen Beinen und da müssen wir selber entscheiden, wann wir uns bewegen. Someone else? Wenn man zu unruhig ist, zu nervös, um zu meditieren, weil man eigentlich tun will. Oder andere Frage, ich bin auch schon darauf hingewiesen worden, dass durch zu viel meditieren oder dass man sich verlieren kann oder dass man sich zu viel mit den eigenen Problemen beschäftigen kann und auf das eigentliche Tun vergisst oder sich davor drückt. Das war jetzt die Frage davon. Ja, die Frage ist, also mir wurde geraten, nicht mehr zu meditieren. Ach so. Und ins Leben zu gehen und zu tun. Und immer wieder höre ich aber, das Sitzen ist die Voraussetzung, um was zu tun. Die Voraussetzung fürs Tun. Wie hängt das zusammen mit dem? If one is too nervous and thinks too much in meditation, and she was told not to meditate anymore because she didn't do anything, just meditated. No action, just meditation. Didn't you get up from meditation? Sind Sie aufgestanden? Never? No. Niemals? That was not the problem. The problem is I avoided to go into action. I could not combine it. Mm-hmm. I'd have to know more, but we can get. That's the thing. Meditation can be addictive as well. Also Meditation kann auch zu einer Gewöhnung, zu einer Sucht fast führen. And one can be almost like addicted to emptiness. Man kann genauso anhaften, süchtig sein nach Leerheit. That a feeling that might come in meditation. Das ist ein Gefühl, was in der Meditation kommen kann. To me, that's an incorrect way to see meditation. Das ist für mich ein falscher Weg, Meditation zu sehen. And I think this is where it's important to be able to work with the teacher closely. Das ist der Moment, wo man eng mit einem Lehrer zusammenarbeiten muss. Because you and the teacher need to be able to interact very closely to figure out how can you do this in a wise way. Sie und der Lehrer müssen eng zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie man das auf eine sinnvolle Art und Weise kombinieren kann. I wouldn't worry about it too much. Ich würde mir da nicht zu viel Sorgen machen. And for some people their meditation needs to be in action, in doing action. Für einige Leute ist Meditation auch Handlung. And it's also true for a lot of us, we're addicted to action. Und die meisten von uns sind irgendwie süchtig nach Aktion, nach Handlung. So it's good to stop. Da ist es gut, mal anzuhalten. But it's, as I was saying, not to have a fixed idea what your meditation is. Aber wie ich gesagt habe, keine genaue Vorstellung davon zu haben, was Meditation oder was die eigene Meditation ist. But I can see that would be a concern. Also das ist ein Problem. Maybe tomorrow. Will you be there tomorrow? Yes. Ah, okay. Okay. We will try. We'll see how it works. If in the traditional Zen tradition, if you looked like, you were just Wenn man in der somehow just completely, what can I say, taken away by your meditation. Wenn man in der Zen-Tradition irgendwo so ganz weit von der Meditation weggetragen wird.
teacher would come up and hit you. Kommt der Lehrer mit so einem Stock und schlägt da mal zu. We don't do that very much. Das machen wir nicht sehr häufig. Doesn't work very well for people in the West. Das funktioniert für Westler nicht. But it is something that a teacher can help with, I hope. Das ist etwas, womit ein Lehrer helfen kann. Yeah, if I look at you, I'm not too worried about it because you look like you're here in the world. Also wenn ich sie sehe, dann mache ich mir keine großen Sorgen. Sie sehen aus, als ob sie hier auf dieser Welt sind. So maybe that's your problem. Vielleicht ist das ihr Problem. Maybe your treasure. Who knows? Vielleicht ist es ihr Schatz. Someone else. Noch jemand? Back there. Ein ganz kleines bisschen lauter. Ich verstehe nichts. Nur zu sitzen. Und wenn ich das probiere, schlafe ich innerhalb kürzester Zeit ein. Gottheit. Shall I ask in English now? If you like. I've got a yidam and I practice with a Tibetan puja. And sometimes I wish, because I'm doing Kyudo, Japanese archery, and I like to sit just like you offer, silent sitting and taking responsibility on breathing and posture, but within possibly 2 to 3 seconds I just fall asleep, like in narcoleptic postureness, yes. So what can I do? So I only think I have to do something like the other person before. I have always to be in action, but it's not really what I wish. That's interesting. Do you need to translate that into German? Soll ich das übersetzen? Du machst eine Yidam-Praxis und sobald du möchtest gerne sitzen und einfach meditieren und nur in der Stille auf die Atmung achten, auf deine Haltung achten und nach 2-3 Sekunden schläfst du. You may have to keep going through that sleepiness. Sie müssen durch... What? I usually once my hand on Okay. Well, if that's the case, do Kyudo and see your Tibetan teacher that maybe, silent sitting meditation may not be the right thing. Dann ist vielleicht stille Meditation nicht richtig für Sie. You need to know what's happening in your body. Sie müssen rausfinden, was in Ihrem Körper passiert. And trust it. Und Vertrauen haben. One of Suzuki Roshi's, I talked about Dogen Zenji from the 13th century. Ich habe über Dogen Sushi. Dogen Zenji. Dogen Zenji aus dem 13. Jahrhundert. He said, in this life, take care of your body. In diesem Leben passen Sie auf Ihren Körper auf. It is the fruit of many lifetimes. Es ist das Resultat, die Frucht vieler Leben. So, if you had an injury, you have to take care of your body in the way that injury calls for. Wenn Sie eine Verletzung hatten, dann müssen Sie auf Ihren Körper so achten, dass Sie darauf Rücksicht nehmen. And not get caught in thinking you want it to be some other way. Und lassen Sie sich nicht davon einfangen zu denken, ich muss anders sein. It would be nice if you could sit in silence. Wäre schön, wenn Sie in Ruhe sitzen können. But if you have a condition or a situation that means you go to sleep, that's not helpful. Aber wenn Sie eine körperliche Konstitution haben, wo Sie dann einschlafen, dann nützt das so nicht. I have another problem. Ich habe da ein anderes Problem. Whenever someplace where there's a guided meditation, Wenn ich irgendwo eine geführte Meditation habe and someone's speaking or leading a meditation, und jemand redet und führt eine Meditation, dann schlafe ich ein. I
go right to sleep. Dann schlafe ich gleich sofort ein. So again, my wife is also my teacher in many ways. Meine Frau ist in vielen Dingen auch mein Lehrer. And she has told me many times these words. Und sie hat mir sehr häufig gesagt, If I'm complaining about something, wenn ich mich über etwas beschwere, she says, you're suffering because you want things to be different from how they are. dann leidest du, weil du möchtest, dass die Dinge anders sind, als du es gerne hättest. And I think, oh, right. Und dann denke ich, okay, das war's. One more question. Eine Frage noch. Sie haben über Probleme gesprochen. Wie finde ich diese Probleme? Somebody else was talking about that today. Me. You? Yes. You have problems. No, yes, I have problems. Right. We were talking about what you do when your problems are gone. There'll always be a problem, I think. Just wait. Einfach warten, dann gibt's immer Probleme. You're going to get older. Sie werden älter. You're going to get sick and you're going to die. Sie werden krank, sie werden sterben. We all have problems. Wir haben alle Probleme. And also, if our heart is open, und wenn unser Herz offen ist, then we feel the connection to all of the suffering that's going on in the world. Dann fühlen wir die Verbindung zu allem Leiden in der Welt. And it's so present that it breaks us open. Und es ist so viel Leiden und es ist so präsent, so vorhanden, so zu spüren. So when you see an image of the Bodhisattva, one of the images of the Bodhisattva Avalokiteshvara. Es gibt ein Bild von Avalokiteshvara. Avalokiteshvara has 11 heads. Avalokiteshvara hat 11 Köpfe. Because his or her attention is drawn to the suffering of the world. Seine Aufmerksamkeit wird von dem Leiden der ganzen Welt angezogen. One head is not enough to take it all in. Ein Kopf reicht nicht, um das alles. And so her head splits into 11. Und so ist sein Kopf in 11 Köpfe zersprungen. We can't all practice quite like that. Wir können alle nicht so praktizieren. But I think the tricky thing, I think I'm hearing your question. Ich verstehe Ihre Frage. Das trickreiche oder schwierige scheint zu sein. Sometimes we don't know what our problem is. Manchmal wissen wir nicht, was unser Problem ist. We may feel that there is one, but we can't quite see it or name it. Wir merken, dass da eins ist, aber wir können es nicht genau sehen und es nicht genau bezeichnen. So I think this is a reason to sit down and be quiet. Ich glaube, das ist ein Grund zu sitzen und ruhig zu sein. And I know that I just really have faith that you will see it if you do that. Und ich habe Vertrauen, dass Sie das sehen werden, wenn Sie das ausprobieren. When I began to sit, practice Zen, als ich anfing zu sitzen, Zen zu praktizieren, I knew that I was suffering. Wusste ich, dass ich leide. And I could say, oh, it's this and this and this and this, and there's a whole long list. Und ich konnte sagen, das ist dies und das und noch was. Das ist eine ganz lange Liste. And I also knew that I wasn't seeing it clearly. Und ich wusste genauso, dass ich es nicht klar sah. And sitting was not easy either. Und sitzen war genauso nicht leicht. But when you sit, you are creating a problem for yourself.
Aber wenn sie sitzen, dann schaffen sie für sich selbst ein Problem. So first you just take care of that problem. Dann lösen sie erstmal das Problem. Then other really good problems will follow. Und andere richtig gute Probleme werden folgen. Okay, I want to sing a song for you, okay? Ich möchte jetzt ein Lied singen. This is on, I have an album that's out in the hall and some books as well. Draußen ist ein Album, eine CD und einige Bücher von mir. My problem right now is tuning the guitar. Okay. Every guitar, like every person, is different. Wie jede Person ist jede Gitarre anders. Okay, so this song is called Relax Your Mind. And what I like about this song is... Excuse us. Yes. Could we make a photo? Oh, sure. Okay. Okay, just go. What I like about this song is it's a Buddhist instruction. Das Lied ist eine buddhistische Anweisung It's also a lesson in how to drive your car. und gleichzeitig eine Fahrlektion zum Autofahren. And it comes from one of my favorite singers of all time. Und es kommt von einem meiner Lieblingssänger. I started listening to him when I was 14 years old. Ich habe angefangen, ihn zu hören, als ich 14 war. So that's more than 50 years ago. Mehr als 50 Jahre her. I'm still listening. His name is Leadbelly. Sled Belly. And it's got a chorus which you can sing. Let me just teach you the words first. Relax your mind, relax your mind. Relax your mind, relax your mind. It'll make you feel so fine. Sometimes you've got to relax your mind. That's it. That's the whole of Buddhism. Relax your mind, relax your mind. It'll make you feel so fine. Sometimes you got to relax your mind. Now you have to sing with me. Relax your mind, relax your mind. It'll make you feel so fine. Sometimes you got to relax your mind. Now you can sing louder the next time we do it. Well, when that light, it turns green, you gotta push down on the gasoline. Sometimes you got to relax your mind. Try it again. Well, relax your mind, relax your mind. It'll make you feel so fine. Sometimes you got to relax your mind. Then when that light, it turns red, you better push down on the brakes instead. Sometimes, you got to relax your mind. Well, relax your minds, relax your minds. It'll make you feel so fine. Sometimes, you got to relax your mind.
When you're driving an automobile, you better look out through that windshield. Don't drive and text. Sometimes you got to relax your mind. Well, relax your mind, relax your mind. It'll make you feel so fine. Sometimes you got to relax your mind. Once the man crossed the railroad track. Whoo, boy, he forgot to relax. That was one time, you know, he should have relaxed his mind. Relax your mind, relax your mind. It'll make you feel so fine. Sometimes you got to relax your mind. Just let your thoughts, let them come and go. Breathe easy and go with the flow. Sometimes, well, you got to relax your mind. Relax your mind, relax your mind. It'll make you feel so fine. Sometimes, you got to relax your mind. Thank you very much. Relax your mind, and thank you to Jampa Yanki for translating. It's a lot of work.